Der Königsweg ist ein weites und steiniges Feld. Wer ihn erfolgreich beschreiten möchte, braucht stabile Beinarbeit. Wir zeigen, wie es geht. Jugger beinhaltet sowohl das Fechten von Duellen als auch Bewegungen über das gesamte Feld. Beide Bereiche erfordern unterschiedliche Bewegungsmuster. In dieser Einheit lehren wir ausschließlich die Bewegungen innerhalb eines Duells. Begleitend zu diesem Video besprechen Sebi und Max die Konzepte der Beinarbeit ausführlich im Podcast Hand, Treffer, Kopf. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Unabhängig ihrer Reichweite sind die Bewegungsprofile aller PompferInnen im Duell sehr ähnlich. Insbesondere im Linienspiel sind Bewegungen zur Seite nur begrenzt möglich, ohne dass die Situation eskaliert. Zum Großteil müssen Pompfende sich auf die GegnerInnen zu oder von ihnen weg bewegen, weshalb wir uns auf Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen beschränken. Haltung. Die Beinarbeit verfolgt primär zwei Ziele. Erstens hält sie uns mobil, sodass wir schnell auf Veränderungen im Distanzspiel reagieren können. Zweitens soll uns die Beinarbeit alle Vorteile der Oberkörperhaltung ermöglichen, sodass wir weiter gute Deckung nutzen und gefährliche Angriffe ausführen können. Wie bereits im Video zur Haltung angesprochen, starten wir aus einem schulterbreiten Stand. Die Füße haben einen Versatz von 1,5 Füßen. Das vordere Bein wird als Ausfallbein bezeichnet, das hintere als Standbein. Der Fuß des Ausfallbeins zeigt nach vorne. Den Fuß des Standbeins in einem 90-Grad-Winkel zu halten wie im Sportfechten ist möglich, aber nicht notwendig. Wichtig ist allerdings, dass wir bereits mit gebeugten Knien, also tiefer als aufrecht stehen. Außerdem ist darauf zu achten, das Becken nach vorne zu orientieren. Ziel ist es, dass der Körperschwerpunkt zwischen beiden Füßen liegt. Damit erhalten wir Stabilität und gewinnen die Möglichkeit, unsere Bewegung beliebig zu verändern. Stabile Beinarbeit ist effizient und flexibel. Dennoch ist sie anstrengend. Es gilt, über die Zeit die entsprechende Muskulatur aufzubauen und die Bewegungen in das Unterbewusstsein zu überführen. Fechtschritt. Das Manöver für eine vor- und rückwärts gerichtete Bewegung aus der Grundhaltung in die Grundhaltung heißt Fechtschritt. Diese Technik ist dem Sportfechten entlehnt. Bei der Übertragung von anderen Sportarten auf Jugger gilt es zu beachten, welche Aspekte Gültigkeit behalten und welche besonderen Anforderungen Jugger stellt. Mehr zur Abgrenzung zu anderen Sportarten erläutern wir im Podcast. Um den Fechtschritt zu beginnen, heben wir das Ausfallbein leicht an und bringen den Fuß in einer kickenden Bewegung nach vorne. Der Fuß wird mit der Ferse zuerst aufgesetzt. Die Schrittweite beträgt ungefähr eine Fußlänge. Nun strecken wir das Standbein, um unseren Körperschwerpunkt in Bewegungsrichtung zu verschieben. Anschließend wird der hintere Fuß angehoben und der ursprüngliche Beinabstand wiederhergestellt. Hier den Fuß nicht schleifen lassen. Außerdem ist darauf zu achten, dass während der Bewegung der Schwerpunkt nicht nach oben verschoben wird, sondern konstant seine Höhe hält. Fechtschritt rückwärts. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Jugger nur nach vorn gespielt wird, ist der Fechtschritt rückwärts genauso essentiell. Der Rückwärtsschritt funktioniert nach denselben Prinzipien wie der Vorwärtsschritt. Die Bewegung beginnt mit dem Standbein. Wir heben es leicht an, um dann eine Fußlänge nach hinten auszutreten. Der Vorderfuß setzt zuerst auf. Anschließend strecken wir das Ausfallbein und verschieben so unseren Schwerpunkt in Bewegungsrichtung. Bleibt dabei eine weitere Beugung des Standbeins aus, wird der Schwerpunkt, wie zu sehen, nach oben verschoben. Als letztes setzen wir den Fuß des Ausfallbeins nach hinten, sodass wir die Standardweite unserer Grundhaltung einnehmen. Kommen wir nun zu potenziellen Fehlern in der Ausführung des Fechtschritts. Während des Fechtschritts befindet sich der Körperschwerpunkt auf der gleichen Höhe wie schon in der Grundhaltung. Untrainierte Oberschenkelpartien erhöhen das Risiko, dass während der Bewegung der Körperschwerpunkt gehoben wird. Trainieren von zum Beispiel Kniebeugen beugt dem vor. Besonders das Platzieren des Fußes in Bewegungsrichtung birgt viele Möglichkeiten für Fehler. Das Verdrehen des Fußes weg von der Bewegungsrichtung, das Setzen des Fußes nach innen, das Beginnen des Fechtschritts mit dem falschen Fuß und eine ungewollte Veränderung der Schrittdistanz, sei es durch den ersten Schritt oder den zweiten, der zu kurz oder zu weit platziert wird. Die Erfahrung zeigt, dass SpielerInnen besonders in Drucksituationen technisch unsauber werden. Das zeigt sich typischerweise in Rückwärtsbewegungen. Daher lohnt sich ein intensives Training. Für das eigene Training sollten zunächst die Fechtschritte vor und zurück
ohne Pompe geübt werden. Wichtig ist, nach jedem Schritt innezuhalten und die Haltung auf Fehler zu überprüfen. Bestenfalls können TrainingspartnerInnen bei der Korrektur behilflich sein. Ist die Bewegung verinnerlicht, kann die Pompe hinzugenommen werden. Wie bei allen Techniken gilt es, langsam zu beginnen und bei Fehlerlosigkeit das Tempo zu erhöhen. Bevor mehrere Fechtschritte zu einer Bewegungsfolge kombiniert werden, sollten die einzelnen Bewegungen fehlerfrei durchführbar sein. Fassen wir zusammen. Der Fechtschritt kann vorwärts und rückwärts ausgeführt werden. Insbesondere die Rückwärtsbewegung ist fehleranfällig und sollte intensiv trainiert werden. Die Bewegung beginnt jeweils mit dem vordersten Fuß in der Bewegungsrichtung. Um sich explosionsartig zu bewegen, schiebt das zweite Bein die Bewegung schon an, während sich das erste noch in der Luft befindet. Sobald beide Füße wieder Bodenkontakt haben, wird das zweite Bein nachgezogen, sodass die Grundhaltung wiederhergestellt ist. Ausfallschritt. Im Duell wollen wir jedoch nicht nur auf die Standardreichweite angreifen, sondern auch aus einer weiteren Reichweite. Dazu verwenden wir den Ausfall- oder Ausfallschritt. Ausfallangriffe sind keinesfalls Alles-oder-nichts-Attacken. Die Rückkehr in die Grundhaltung ist ein elementarer Bestandteil der Ausfalltechnik. Für den Ausfall starten und enden wir in der Grundhaltung. Ein Angriff mit Ausfallschritt beginnt mit der Pompe, die nach vorne gebracht wird. Dabei senken wir den Körperschwerpunkt tiefer als die Grundhaltung herab. Wie schon im Fechtschritt kicken wir jetzt mit dem Ausfallbein die Ferse nach vorne. Allerdings ist die Schrittweite deutlich größer als beim Fechtschritt und beträgt in etwa 2 Fußlängen. Durch Streckung des Standbeins schieben wir den Körperschwerpunkt nach vorne. Es ist darauf zu achten, dass der hintere Fuß den Kontakt zum Boden hält, um auch hier die Beschleunigung aus dem Standbein zu nutzen. Der Fuß des Ausfallbeins sollte jetzt von der Ferse auf den Ballen gerollt sein und der Unterschenkel im Ideal lotrecht zum Boden stehen. In der Ausfallstellung liegt der Körperschwerpunkt auf dem Ausfallbein. Der Oberkörper ist nach vorne orientiert, die Arme sind mit der Pompe gestreckt. Um in die Grundhaltung zurückzukehren, muss als erstes das Standbein leicht gebeugt werden. Der Fußaufsatz des Ausfallbeins rollt vom Ballen wieder zur Ferse. Durch das Ausfallbein kann der Körperschwerpunkt wieder nach hinten geschoben werden. Der Fuß des Ausfallbeins setzt zurück und wir heben den Schwerpunkt wieder in die Grundhaltung. Die Herausforderungen des Fechtschritts, wie die richtige Positionierung der Füße und die Stabilität der Hüfte, gelten auch für den Ausfallschritt. Zusätzlich treten weitere häufige Fehler auf. Darunter fällt das Reinspringen in den Ausfallschritt. Dabei wird der Körper kraftvoll nach vorne bewegt, um im Sprung erst abzusinken. Hieraus ergeben sich Probleme beim Aufstehen, weil die Schrittweite häufig zu groß ist und zu viel Gewicht auf dem Ausfallbein lastet. Schlussendlich ist es sogar langsamer, da der Schub durch das Standbein ausbleibt. Ein weiterer Fehler ist es, sich vorne in der Ausfallstellung aufzurichten. Hierbei verweilt der Körper lange exponiert, bevor die Grundhaltung wieder erreicht wird. Ein weiteres weites Fehlerfeld bilden Fehlverhalten des Standbeins. Darunter fallen im Besonderen das Nachziehen des Standbeins und die damit verbundene Verschiebung des Stands und das Anheben des Standbeins im Ausfall. Ohne den Bodenkontakt geht die Stabilität der Haltung verloren. Eine Rückkehr in die Grundhaltung ist nicht ohne Aufrichten über das Ausfallbein möglich. Betrachten wir den Ausfallschritt nochmal als Gesamtpaket. Der Ausfall ist eng mit dem Fechtschritt verwandt. Die 2 großen Unterschiede sind, dass die Schrittweite größer ist und es anschließend eine Rückführung in die Startposition gibt. Der hintere Fuß bleibt dabei in Position. Die Rückführung wird durch das Beugen des Standbeins mit tiefem Schwerpunkt umgesetzt. Damit haben wir die grundlegenden Techniken der Beinarbeit im Duell behandelt. Sobald es die Pandemie zulässt, filmen wir weitere Etappen des Königswegs. Seid so gut und lasst ein Like da, damit das Video in der YouTube-Suche nach oben wandert. Bei der Gelegenheit, überlegt mal, ob ihr das Jugger Media Collective und damit auch uns Pawns mit einer Spende unterstützen wollt. Trainiert fleißig, ballert, bügelt und lasst vor allem laufen.